In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie wichtig eigentlich ein ausländischer Führerschein ist, wenn du auswanderst, über einen Plan B nachdenkst oder auch als digitaler Nomade durch die Welt reist. Und möglicherweise könnte ja der philippinische Führerschein hier für dich eine gute Lösung sein. All das in diesem Video, also bleib dran. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für einen Wohnsitz auf den Philippinen im schönen Davao City interessierst. Ein Wohnsitz, den wir für dich besorgen können, inklusive steuerlicher Registrierung, inklusive Meldebestätigung bei der Gemeinde, inklusive einer Bestätigung der Steuerbehörde, dass du dort steuerlich erfasst bist und eben, wenn du möchtest, auch den philippinischen Führerschein. Wenn das alles Dinge sind, die für dich interessant sind, möglicherweise auch das philippinische Rentnervisum oder Investorenvisum, dann schau dir unsere Leistung dazu auf unserer Webseite an. Ich bin seit 2006 auf den Philippinen aktiv. Unser Office dort ist in Davao City. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, dort ihren primären offiziellen Wohnsitz zu begründen. Und das vor allen Dingen bei konkurrenzlos günstigen Mieten, die man dort in Davao abrufen kann. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir sprechen ja hier sehr oft über das Thema Auswandern, über das Thema Steuern, auch über zweite Pässe, Aufenthaltsgenehmigung, aber über etwas, das wir nicht sehr häufig sprechen, ist der Führerschein. Und ich habe mir gedacht, dass wir daran etwas ändern müssen, denn eigentlich ist ja der Führerschein doch ein extrem wichtiges Dokument und man sollte sehr genau darüber nachdenken, wie man sich diesbezüglich aufstellt. Der wichtigste Grund dafür ist natürlich, dass ja mittlerweile alle Führerscheine nur noch eine begrenzte Gültigkeit haben. Ich habe in den 90er Jahren in Deutschland meinen Führerschein gemacht, als ich 18 Jahre alt war. Ich habe noch so einen kleinen pinken Lappen damals bekommen. Der war unbegrenzt gültig, aber mittlerweile muss ja jeder auf die Plastikkarten umsteigen. Und die Plastikkarten sind alle nur begrenzt natürlich gültig. Und was machst du jetzt, wenn du im Ausland wohnst und dein Führerschein läuft ab? Nun gut, wenn du ganz herkömmlich in ein anderes Land umziehst, sagen wir mal zum Beispiel die Schweiz oder Frankreich oder Italien, du bist dann dort gemeldet und lebst da, kannst du entweder mit deinem deutschen Führerschein noch fahren, bis dieser abgelaufen ist, oder kannst dann auch vorzeitig dann in einen lokalen Führerschein umtauschen. Was ist aber nun, wenn du eher einen unabhängigen Lebensstil führst und vielleicht in keinem Land wirklich ansässig bist oder auch keine Lust hast, dich mit den lokalen Formalitäten rumzuschlagen, einen solchen Führerschein zu bekommen? Denn das kann ja schon mal ein größeres Unterfangen geben, insbesondere dann, wenn die lokalen Verwaltungen nicht sehr effizient gestaltet sind oder wenn nicht klar ist, inwieweit dein deutscher Führerschein dort anerkannt wird und ob du dann möglicherweise sogar eine neue Fahrprüfung machen musst oder deinen deutschen Führerschein aufgeben müsstest im Tausch für einen lokalen Führerschein. Aber meiner Meinung nach muss man das Ganze eben auch noch strategischer betrachten und das hat folgenden Grund. Ich habe ja schon in verschiedenen Videos der einmal erzählt, dass es ja in sehr vielen Ländern, ich würde sogar sagen in den meisten Ländern weltweit, kein Meldewesen gibt, so wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Du musst dich dort nicht anmelden. Und das sind jetzt keine Entwicklungsländer, von denen wir sprechen, sondern praktisch alle angelsächsischen Länder, also UK, Irland, USA, Malta. In all diesen Ländern gibt es kein Meldewesen. Woran liegt das? Nun, das sind natürlich Staaten, die haben eine lange demokratische Tradition und wenn man wirklich demokratisch denkt, wenn einem wirklich die Freiheitsrechte der eigenen Bürger wichtig sind oder es zumindest einmal historisch so war, inwieweit das heute noch so ist, das lässt sich natürlich in Frage stellen, dann geht es den Staat absolut nichts an, wo du dich aufhältst. Die Idee, dass du dem Staat melden musst, wenn du umziehst, ist ja aus freiheitlicher, aus libertärer Sicht ein absoluter Horror. Damit verbunden ist natürlich dann auch gleich die Pflicht, einen Ausweis mitzuführen. Auch das gibt es in all den genannten Ländern nicht. Das heißt also, du kannst heute nach Amerika ziehen, du kannst heute nach UK ziehen oder nach Irland und es gibt dort keine zentrale Stelle, die tatsächlich weiß, wo du dich aufhältst, wo du lebst. Sicherlich, wenn man das Ganze jetzt sehr konkret anschaut und zum Beispiel an eine steuerliche Registrierung denkt, dann weiß ja das Finanzamt doch, wo du zu erreichen bist, aber das musst du ja nicht regelmäßig aktualisieren. Da kannst du ja zum Beispiel auch die Adresse eines Empfangsbevollmächtigten hinterlegen. Das ist also nicht mit einem Meldegesetz gleichzusetzen. Übrigens, Bemühungen in diesen Staaten, ein entsprechendes Meldewesen einzuführen oder auch eine Personalausweispflicht einzuführen, die sind schon vielfach gescheitert.
Man erinnere sich nur an Tony Blair Anfang der 2000er Jahre in UK, als er genau so etwas einführen wollte, aber dann krachend letztlich am Protest der Bevölkerung diesbezüglich gescheitert ist. Man denkt auch an Diskussionen in den USA, wo ja momentan heiß diskutiert wird, ob man sich beim Wählen ausweisen muss. Momentan ist das in den USA nicht verpflichtend. Du musst also, wenn du wählst, keinen Ausweis zeigen. Es geht mir jetzt gar nicht darum, ob es ein guter Zustand ist oder nicht. Es geht mir jetzt nur darum zu zeigen, dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen sollten, dass es überall so diktatorisch zugeht wie in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Wir wissen ja gerade, in Deutschland wurde das Meldewesen und auch die Ausweispflicht durch die Nazis eingeführt. Und natürlich, der Grund dafür ist klar, die Nazis wollten wissen, wo du bist, damit man um 5 Uhr morgens deine Bude einrennen und dich verhaften konnte, wenn du etwas gesagt hast, was der Nazi-Obrigkeit nicht gepasst hat. Und diese Kultur, man muss es leider sagen, lebt ja in Deutschland bis heute weiter. Also das heißt, in vielen Staaten gibt es kein Meldewesen. Aber jetzt kommen wir zum Thema Führerschein. Wenn du einen Führerschein beantragst in UK, wenn du einen Führerschein beantragst in den USA, in Irland oder in Malta, dann auf einmal musst du dort deine Adresse angeben und diese wird natürlich dann auch auf dem Führerschein angezeigt und natürlich auch entsprechend dann lokal von der Regierung gespeichert und du bist dann verpflichtet, wann immer du umziehst, letztlich sofort hier innerhalb weniger Tage deinen Führerschein zu aktualisieren. Damit wurde also praktisch ein quasi Meldesystem eingeführt, auch wenn es ansonsten keins gibt. Natürlich erfasst das nicht alle Bürger, denn jene, die nicht Auto fahren, sind natürlich nicht davon erfasst. Aber all jene, die Auto fahren, hängen natürlich jetzt trotzdem in einer quasi Meldedatenbank drin. Da gibt es in jedem Staat dann sehr feine Nuancen. Also im UK zum Beispiel, wo ich einen Wohnsitz habe, ist es erlaubt, mit einem EU-Führerschein zu fahren. Ich habe deswegen nie einen britischen Führerschein beantragt, aus genau den genannten Gründen. Es gibt hier kein Meldesystem. Nicht, dass ich jetzt der Regierung in UK irgendwas zu verheimlichen hätte, aber mir gefällt dieser freiheitliche Gedanke. Warum soll ich der Regierung etwas melden? Warum soll ich der Regierung mitteilen, wo ich wohne, wenn ich es nicht muss? Ich habe noch einen Wohnsitz in einem anderen europäischen Land, nämlich in Malta. Ich habe also einen maltesischen Führerschein und mit diesem maltesischen Führerschein, den ich eben gebraucht habe, weil ja der deutsche Führerschein, eben der pinke Lappen, den ich vorhin gesagt habe, nicht mehr gültig ist. Ansonsten konnte ich mit dem natürlich in UK rumfahren. Mit dem maltesischen Führerschein kann ich in UK rumfahren. Das ist auch ganz klar gesetzlich so geregelt, auch zum Beispiel mit meiner Autoversicherung. Also alles kein Problem. Wenn auch du solche freiheitlich geprägten Gedanken, die ich gerade eben genannt habe, Gedanken, die ich mir selbst mache, nachvollziehen kannst und im Grunde genommen auch sagst, naja, will ich wirklich jetzt einer Regierung mitteilen, wo ich lebe? Will ich mich jetzt wirklich diesem Meldezwang beugen? Oder wie gesagt, vielleicht hast du ja gar keinen festen Wohnsitz und hast deswegen auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwo einen Führerschein zu beantragen. Aber selbst wenn du einen Führerschein hast, kann es natürlich dennoch sinnvoll sein, einen zweiten Führerschein zu haben. Wenn du deinen Führerschein zum Beispiel verlierst oder er dir abgenommen wird und du ein Fahrverbot hast, dann darfst du natürlich in dem entsprechenden Land nicht mehr fahren, das ist mir völlig klar. Aber wenn du dann noch einen anderen Führerschein hättest von einem anderen Land, dann könntest du dann in anderen Ländern wenigstens Auto fahren, könntest dort auch Autos mieten und es hängt eben nicht alles an deinem deutschen Führerschein oder an einem anderen europäischen Führerschein, den du hast. Ganz abgesehen davon ist natürlich der Führerschein ein sehr starkes Dokument. Er ist vielfach ein Ausweisdokument, er ist vielfach als Ausweisdokument anerkannt. Man kann damit in vielen Ländern Bankkonten eröffnen. Man kann sich gegenüber Behörden damit ausweisen. Und wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel als digitaler Nomade unterwegs ist und du wirst mal gefragt, irgendwo einen Wohnsitz nachzuweisen, dann kann natürlich ein Führerschein schon ein sehr mächtiges Dokument sein mit starkem offiziellen Charakter. Mir fällt ein Beispiel von einem Mandanten ein, der einmal in Deutschland eingereist ist am Flughafen. Er war schon einige Monate nicht mehr in Deutschland gewesen und dann wurde er von den Beamten in einen separaten Raum abgeführt. Und dieser Mandant war digitaler Nomade. Der war also letztlich die ganze Zeit unterwegs. Dann wurde ihm eröffnet, dass in Deutschland eine Aufenthaltsermittlung gegen ihn läuft. Dabei taucht dann eben im Polizeicomputer beim Checken des Passes ein entsprechender Vermerk auf, dass für diese Person keine vorladbare Adresse vorliegt. Wenn zum Beispiel ein Strafverfahren gegen dich läuft oder strafrechtliche Ermittlungen gegen dich im Gange sind, dann ist die Polizei angehalten, eine solche vorladbare Adresse
festzustellen und eben festzustellen, wo dein Aufenthalt ist. Und dann kannst du eben bei der Einreise oder auch bei der Ausreise aus Deutschland festgehalten werden, beziehungsweise das gilt im Grunde genommen im gesamten Schengen-Raum und musst dann entsprechend nachweisen, wo du lebst. Wie gesagt, das ist kein Haftbefehl. Wenn du durch ein offizielles Dokument nachweisen kannst, wo du lebst, dann darfst du wieder gehen. Kannst du das aber nicht tun, weil du zum Beispiel keine entsprechenden Dokumente hast, dann kann es schon mal ziemlich haarig werden. Also, der entsprechende Mandant hatte Glück gehabt, er hatte eben einen entsprechenden Führerschein dabei, konnte diesen dann zeigen und alles war gut. Also ein Führerschein ist etwas, das natürlich nicht nur im praktischen Leben sehr wichtig ist, gerade wenn du Autos mieten willst im Ausland, sondern eben auch als ID bzw. als Ausweisdokument ziemlich viele Möglichkeiten bietet. Ich würde dir daher auf jeden Fall raten, mindestens 2 oder 3 Führerscheine zu haben. Wie gesagt, ich persönlich habe 2. Ich habe also meinen deutschen Führerschein, einen maltesischen Führerschein umgetauscht und ich habe dann auch noch einen Führerschein in den USA. Wenn ich in der EU ein Auto miete, nehme ich meistens den Führerschein aus den USA. Ich bin auch schon mal angehalten worden in Deutschland wegen zu schnell fahren. Habe dort dann auch den entsprechenden amerikanischen Führerschein gezeigt, aber es war natürlich klar, dass ich Deutscher war. Ich wurde dann sehr wohlwollend von den Beamten behandelt. Ich durfte dann mit einer Warnung wieder weiterfahren, weil es dann den Behörden doch zu blöd war, diesen amerikanischen Führerschein zu verarbeiten. So ist meine Meinung. Vielleicht täusche ich mich auch. Das ist jetzt reine Spekulation. Hätte ich dort einen deutschen oder sogar einen maltesischen Führerschein gezeigt, hätten sie mich wahrscheinlich nicht so wohlwollend behandelt, weil innerhalb der EU sind ja alle Prozesse standardisiert. Deswegen bilde ich mir jedenfalls ein, hat mir dort der amerikanische Führerschein tatsächlich etwas gebracht. So, jetzt komme ich zu den Philippinen. Wie du ja vielleicht weißt, machen wir relativ viel auf den Philippinen. Wir haben in Davao City ein Office, ein relativ großes Team und wir helfen vielen Mandanten in Davao City in den Philippinen einen Wohnsitz zu begründen. Das geht alles komplett remote, wenn du möchtest. Du kannst auch vorbeikommen. Warum macht man das? Was ist der Vorteil? Naja, gerade für Leute, die jetzt viel unterwegs sind oder denen es auch um Privatsphäre geht, ist natürlich sinnvoll, einen solchen offiziellen Wohnsitz zu haben. Und das ist, wie gesagt, kein Fake-Wohnsitz. Das ist nicht eine Adresse, wo 100 andere wohnen, sondern wir mieten dir tatsächlich eine richtige Wohnung, deine richtige Wohnung, die dir alleine gehört. Du kannst natürlich mit Freunden und Bekannten ein Flatshare machen, eine WG gründen, aber es ist eben eine richtige Wohnung mit richtigem Mietvertrag. Du kannst dorthin fahren, du kannst da drin wohnen. Die Wohnungen sind in den Philippinen ziemlich günstig. Das fängt bei $150 im Monat an und dann geht es so bis $300, $500, $600 im Monat hoch. Das sind zwar einfache Wohnungen, aber jetzt garantiert keine kakerlakenverseuchten Löcher. Das absolut nicht. Die Hausverwaltung, mit denen wir dort zusammenarbeiten, die können dann auch zum Beispiel deine Wohnung per Airbnb vermieten. Da kommt dann ein bisschen was rein. Das reduziert dann ein bisschen die Kosten für dich. Aber wie gesagt, das ist dann ein richtiger Wohnsitz und dieser Wohnsitz entspricht natürlich auch dem, was im deutschen Steuerrecht definiert ist. Die Philippinen haben ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von diesem Abkommen kannst du dann Gebrauch machen, wenn du dort einen Wohnsitz hast. Einen richtigen Wohnsitz zu haben und eben keine Briefkastenadresse, sondern eine richtige Wohnung zu haben, genügt im Grunde genommen den OECD-Standards. Die eigentliche Anwesenheit, wie oft du dann da bist, ist eigentlich zweitrangig. Wenn das dein Wohnsitz ist, wenn das deine Wohnung ist, die einzige Wohnung, die du langfristig letztlich angemietet hast, dann ist das aus der Optik im Rahmen der OECD-vorlagenbasierten Doppelsteuerungsabkommen tatsächlich ein vollwertiger Wohnsitz. Du bekommst dann auch noch eine Steuernummer von uns, eine Meldebestätigung durch die Gemeinde und natürlich auch einen Brief durch die Steuerbehörde, dass du dort steuerlich registriert bist, plus natürlich eine Plastikkarte. Ein Visum brauchst du in den Philippinen nicht. Steuerlich ist es extrem angenehm. Ausländer zahlen nämlich grundsätzlich keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Es gibt keine Visumspflicht, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Du musst nicht eine bestimmte Anzahl von Tagen anwesend sein. Wer jetzt ein noch belastbares Setup haben möchte, der kann ein Rentnervisum beantragen, das heißt SRRV. Damit bekommst du dann auch einen Personalausweis oder du kannst ein Investorenvisum beantragen, das ist ein SIRV. Auch dann bekommst du einen Personalausweis. Dann hast du einen wirklichen Aufenthaltstitel. Wie gesagt, du brauchst in den Philippinen keinen Aufenthaltstitel. Du kannst dort bis zu 3 Jahre dich aufhalten, auch ohne Visum. Aber wenn wir an etwas denken, sagen wir mal zum Beispiel wie Corona, dann könnte man ja sich vorstellen, okay, jetzt kommen Touristen nicht mehr ins Land, aber wenn du einen Aufenthaltstitel hast, dann kommst du nach wie vor ins Land. Also wenn man so den richtigen Plan B-Gedanken hat, dann sind natürlich diese Visa noch belastbarer, aber das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn du möchtest. Und eben, wir können dir in den Philippinen auch den Führerschein besorgen. Wir haben das jetzt mal vor kurzem mit meinem Kollegen Harley gemacht und wir hatten den Führerschein innerhalb von einer Woche. Ich will dir den Führerschein jetzt mal eben zeigen. Das ist mal hier ein schneller Scan dieses offiziellen Schreibens. Hier hängt der Führerschein dran und das ist jetzt tatsächlich ein offizieller Führerschein der Philippinen. Den kannst du weltweit verwenden, damit kannst du Autos mieten. Das ist ein vollwertiges ID-Dokument. Was wir dafür brauchen, das zu beantragen, ist eben die Tatsache, dass du in den
den Philippinen wohnst. Das ist ja durch die Wohnung gegeben. Passkopie haben wir sowieso schon von dir. Wir brauchen noch eine Kopie deines Führerscheins. Dann erhalten wir eine Vollmacht von dir, diesen Führerschein für dich zu beantragen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen den Philippinen und Deutschland. Das heißt, der deutsche Führerschein wird dort anerkannt, der muss auch nicht zurückgegeben werden. Du musst da auch nicht persönlich anwesend sein. Wir brauchen den Führerschein nicht im Original. Uns reicht davon ein Bild mit deinem Handy und dann erledigen wir die ganzen Unterlagen für dich, beantragen diesen Führerschein bei der Führerscheinstelle für dich und schicken dir das Ganze dann natürlich wie alle anderen Originaldokumente per Post bzw. per Kurier zu. Vorteil ist, dass ja die Amtssprache in den Philippinen Englisch ist. Das heißt, der Führerschein ist auf Englisch, alle Angaben sind auf Englisch. Das heißt, es ist wirklich sehr universell einsetzbar. Aber egal, ob es jetzt der philippinische oder ein anderer Führerschein ist, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, neben mehreren Staatsbürgerschaften und mehreren Aufenthaltstiteln auch eben mehrere Führerscheine zu haben, dass du für den Fall der Fälle vorbereitet bist, dass du, wie ich, als ich in die Polizeikontrolle in Deutschland gekommen bin, den richtigen Führerschein ziehen kannst in Abhängigkeit des Landes, wo du dich gerade aufhältst und mit deinem Führerschein den Behörden kommunizieren kannst, wo dein Wohnsitz wirklich ist oder aber genau wie derjenige, der dort am Flughafen in Frankfurt festgehalten wurde und Strafzettel bzw. sämtliche andere Behördenpost kann ja dann an deine Adresse in den Philippinen geschickt werden oder wo auch immer sich deine Adresse befindet, die mit dem Führerschein verbunden ist. Und was dann damit passiert, das kannst du selbst entscheiden. Und ob das dann der Ort ist, wo du dich zu dem Zeitpunkt wirklich aufhältst oder ob du irgendwo anders in der Weltgeschichte unterwegs bist, tja. Wer kann das schon wissen, nicht wahr? Und wie du gerade eben gesehen hast, auf dem Führerschein von Harley, da stand ja seine Staatsbürgerschaft drin, dass er Deutscher ist. Wir haben aber Mandanten, die haben schon einen Zweitpass. Das heißt, wenn die einen Zweitpass beantragen, dann wird natürlich auch der Führerschein mit dem neuen Pass beantragt. Das heißt, da steht dann nicht mehr drin, dass du aus Deutschland kommst, sondern da steht dann zum Beispiel drin Vanuatu oder Sierra Leone oder was auch immer dein Pass ist. Da kannst du also dann die eine Lösung auf der anderen aufbauen. Und das ist ja genau das, was du brauchst zum Schutz deines Vermögens, zum Schutz deiner Privatsphäre und zum Schutz vor der Übergriffigkeit des Staates. Denn genau darum geht es ja bei diesen ganzen Lösungen. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Plan B, Steueroptimierung im Ausland, Schutz vor der Übergriffigkeit des Staates beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Wenn du das Gleiche tust, denke ich, dass du es nicht bereuen wirst. Wenn du Hilfe brauchst und dich interessierst für das Philippinen-Setup, das ist natürlich etwas, womit wir dir helfen können. Auch dazu Links in der Beschreibung zu diesem Video. Wir organisieren auch immer wieder Reisen in die Philippinen und in interessante andere Orte. Die Philippinen, gerade Davao, hat schon sehr schöne Flecken. Wie mir mal ein Immobilienentwickler aus den Philippinen erzählt hat, die Region Davao, das ist wie die Malediven, nur 75% günstiger. Und da ist schon was dran. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.